der Reise, die du machen gehst, die passiert immer im Kopf. Ja, und irgendwie in deine jungen Jahre wird ja versucht, aus dir etwas zu machen, was passt in der Allgemeinheit. Ja, dass du deine Existenz leben kann. Also dafür haben alle Eltern irgendwie eine Vorstellung für ihre Kinder. Und die wollen alle das Beste für ihre Kinder. Also wir gehen zur Schule, weil das war üblich bei uns in der Schule zu gehen. Ja, du wirst abgeholt mit 5, 6 Jahren und dann musst du da irgendwie so ein Curriculum durchmachen, mit dem du in die nächste Stufe eintreten kannst und dann in die nächste Stufe. Und wenn du sehr weit in diese Struktur kommst, kannst du dir dann deinen Job aussuchen. So ist es so ungefähr, so wie es uns vermittelt wird. Und alle Menschen wollen, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind. Also meine Eltern auch. Also ich hatte irgendwie das Ding, dass ich etwas hatte mit dem Militär, wo man da irgendwie ausgebildet wird, um andere Leute über den Haufen zu schießen. Und da hat mein System halt rebelliert. Das war auch die Zeit. Ja, es war die Ende 60er, Anfang 70er Jahre, wo wir irgendwie damit konfrontiert werden, dass der Krieg ein aktueller Teil von der Existenz der Mensch ist. Ne? Weil der erste Live-Krieg auf dem Fernseher habe ich gesehen 1967, als mir gerade ein paar Jahre Fernseher hatte und da läuft der Vietnamkrieg beim Abendessen auf dem Schirm. Ne? Und dann sitzt du und dann guckst du und dann denkst du von irgendetwas ist ganz anderes, als ich mich vorgestellt habe. Ja, und du musst da mitmachen und so. Und von 18, 19 bis 21 wirst du da ein paar Jahre eingegliedert, um da zu lernen, wie du andere über den Haufen schießt. Natürlich zur Verteidigung. Ne? Ja, weil Attacke, das machen wir nicht. Ne? Und dann überlegst du dir und merkst, dass dein ganzes System rebelliert. Du willst nicht. Ja? Und dann ist es abhängig, wie dicken Kopf du hast, ob du jetzt dich der Allgemeinheit übergibst und es einfach mitmachst, oder du hast ein riesen Nein und dein Nein bestimmt deinen Weg. Und das war mein Nein, ich mache da nicht mit. Dann haben meine Eltern gesagt, ja, da müssen wir eine Lösung finden. Wenn du jetzt Lehrer wirst, dann bist du freigestellt. Oh. Ja, dann wollten alle Lehrer werden, die nicht in der Knast gingen oder in der Armee gehen wollten. Und dann hast du da reingeschaut und gemerkt, nach einem Jahr von, ey, das ist, was die anderen gern wollen. Es ist nicht, was du willst. Ja? Was willst du? Und ich wollte reisen, weil ich bin aufgewachsen zwischen Schornsteine und Stahlwerke und Autobahnen und Flughäfen und alles dendert über dich und um dich herum. Und als kleiner Bub siehst du schon ein Flugzeug und du denkst, da komme ich nie rein. Das ist für mich, das ist unmöglich. Das ist ein Ding, das gehört einer anderen Kaste von Leuten an, die irgendwie das Kleingeld haben, um so ein Ticket zu kaufen. Weil das war die Anfangsphase von, lassen wir sagen, der Art von Reisen, so wie wir in den letzten 50 Jahren erfahren. Aber ich wollte auf der Straße und mit dem Daumen hoch und rund um die Welt trampen. Also das war irgendwie meine Idee und damit bin ich dann angefangen, als ich aufgehört habe mit meinem Studium. Und in der Zeit war der große Attraktion war Indien. Alle gingen nach Indien. Weil in Indien, da auf dem Weg gab es Länder, da konnte man gut einrauchen und das war in Holland irgendwie akzeptiert. Also ich bin aufgewachsen mit diesem Bomshanka-Programm und du rauchst deine Teilchen und so und alle warnen dich von, ja pass auf, dass deine Noten in der Schule gut sind und so weiter und so weiter. Und du tust dein Bestes. Aber wenn du keinen Bock hast auf den Film, die alle gerne haben, dass du die Leben gehst, weil du deinen eigenen Wille hast, sagst du, nein, ich mache da nicht mit, ich gehe auf die Straße, stecke meinen Daumen hoch und ich schaue, was passiert. Und auf die Art kommst du gleichzeitig weg vom Militär. Also bei uns war das Ding, dass du bis 35 aus dem Land bleiben musste, um irgendwie außerhalb Europa zu leben und zu arbeiten, mit dem nicht die Verpflichtung, um einzutreten ins Militär da war. Also gab ich das für mich als einen Freibrief.
um irgendwo in die Welt zu sehen und mir die Welt anzuschauen, weil das war mein liebstes Ding. Ich wollte die Welt sehen. So simpel ist es. Ne? Du willst die Welt sehen mit alles, was drin ist. Ja? Weil du lebst in einem Haus und du möchtest gerne alles immer begutachten, ne? Oder beobachten oder spüren. Ja. Und mich hat es fasziniert, ne, endlose Zugfahrten zu machen oder mit dem Auto oder der Bus oder der Boot oder mit was dann auch. Und du siehst die Bilder, die dir vermittelt wurden, so wie unsere Welt aussieht. Ey, wunderbar. Also, ey, das ist Fairy Tale-mäßig, oder? Gewisse Gebiete sind dermaßen schön, dass dir fast die Tränen über den Wangen laufen von Schönheit. Es ist so super schön. Wow, weißt du. Ja, und dann kommst du in der Zeit. Ja, ich ging ja Richtung Indien an meine erste größere Reise. Davor ein bisschen rumgekurvt in Europa. Es gab hier überall Autobahnen, man konnte den Daumen hoch machen und es gab immer Leute, die dich mitgenommen haben. Musstest nicht unbedingt mit dem Zug. Man konnte auch auf der Straße mitfahren mit den Leuten. Und das war der Stil so in den 70er Jahren. Und dieser Stil von der Zeit führte dich nach Ländern, die kannst du nur aus den Fairy Tales. Ne? Aladdin und Tausend und eine Nacht und so, wenn du da mit Loster rumrennt und die sitzen da alle in ihren Teehäusern und rauchen ihren Habbeli-Babbeli und so und stehen mit den Bärten und den Turbanen und Kamelen und Dromedaren. Und da ist eine riesige Welt um dich herum, die existiert nicht in der Platz, wo ich herkomme. Also super schön. Ne? Also die Natur war für mich das Größte, was es gibt und ich liebe Landschaften. Und dann irgendwann kommst du in Indien und in Goa bin ich dann irgendwann gelandet und da kam für mich eine völlig neue Form wieder. Weil in Goa zu der Zeit waren die Leute noch nackt. Also man konnte nackt am Strand sein. Okay, wenn du im Local Tea House ging, dann hast du dir eben ein Lungi umgebunden, mit dem der Schniedelwurz nicht im Tee herumlungert. Ja, du trinkst dein Teechen da und du gehst zum Strand oder zum Haus und du kannst eigentlich immer nackt sein, auch wie die Lokalen. Ja, die sind auch nur mit so einem Tanker oder irgend so einem Teil rumgelaufen. Und man konnte frei sein am Strand, Klamotten weg und schwimmen. Also voll FKK-Programm in der Zeit in Goa. Ne? Das war auch neu, weil bei uns musste man immer Swimminghosen anhaben im Swimmingpool. Ne? Ja, jeder weiß, was darunter steckt, aber keiner interessiert, man muss das irgendwie abdecken. Dann bist du da in Goa und hast eine völlig andere artige Form von Leben entdeckt, wo die Leute mehr ausgerichtet waren aufs Genießen von ihrer Existenz durch ein Feier von Vollmond, Halbmond, Neujahr, Weihnachten. Es gab immer einen Grund für die Leutchen, die da waren, um zusammenzukommen und da irgendwie an den Feiern teilzunehmen, da unter der Palmen zu tanzen und rumzuspringen und einfach sich selber zu sein, so wie man sich fühlte. Ne? Und damals gab es vielleicht so 500, 600, 700 von diesen Leuten, die da in der Zeit in Goa rumhingen. Also es war nicht überlaufen, es war relativ ruhig, war über dieser ganze Weg von Europa oder Australien oder Amerika nach Asien, da haben die Leute sich verteilt und mit ihren unterschiedlichen Interessen, unterschiedliche Dinge nachvollzogen. Ne? Und dann natürlich kommen dann alle guten Dinge ein Ende und dann auf dem Rückweg nach Europa, da in Quetta in Pakistan, da treffe ich dann ein Menschen, die dann aus dem Nichts irgendwie ja, Unterteil wurde von dein Leben für die nächsten 30, 40, 50 Jahre. Ne? Etwas, wo du gar nicht darauf vorbereitet bist, irgendeinem Menschen, die du kennenlernst, der sein Mund überlief über Erzählungen, über Geschichte aus dem 18. Jahrhundert. Das war seine große Faszination. Auf jeden Fall, wir treffen uns da irgendwie in der Wüste, da außerhalb Quetta, und da stand so ein Zeichen von London 9600 und noch ein paar kaputte Kilometer. Na, und wir standen beide da und irgendwie haben wir uns getroffen im Augenblick, wo wir alle beide kein Pfenniggeld hatten.
Er ist bestohlen worden und ich bin dort verloren irgendwo in Varanasi und er in Goa. Und wir treffen uns da und sind beide krampfartig unterwegs. Auf welche Art kommen wir jemals wieder zu Hause? Ne? Er hatte dann irgendwie so schlau war gewesen, weil er aus Finnland kam. Mit dem Zug durch Russland. Chaka direkt durch Kaukasus nach Iran, nach Teheran. Er war so schlau, um sein Rückfahrtticket in der schwedischen Botschaft in Teheran zu positionieren. Also er musste bloß bis Teheran, aber ich musste noch ein bisschen weiter. Also wir haben gleich Spaß empfunden aneinander, irgendwie Interesse. Er mit seinen Erzählungen oder ich vielleicht, weil ich ein bisschen komisch aussah. Und irgendwie eine Art von Attraction, die macht, dass man eigentlich aus dem Nichts, ja, es fühlt sich an, als ob man sich schon Jahre kennt. Auch wenn es nur 3, 4, 5, 6, 7 Stunden sind. Ne? Ja, dann haben wir endlose Busfahrten gemacht durch Pakistan und durch Iran und nach Teheran. Wir sind irgendwie einen Monat unterwegs gewesen. Und ja, dann kam da so irgendwie das Ding, dass er mit dem Zug musste und ich musste da Richtung Istanbul. Also da schieden unsere Wege und dann passiert irgendwie das, was immer passiert. Man lässt irgendwie eine Notiz oder eine Adresse hinter und sagt, na, lass mal was von dich hören, wenn du in der Gegend bist. Ne? Und dann bin ich irgendwie innerhalb von 6 Monaten gehe ich mit einem anderen Freund, mit dem ich nach Indien fahren wollte. Aber dann sind wir uns irgendwie verlaufen auf dem Kamener Kreuz da bei Dortmund und dann auf einmal saß ich in einem Hippie-Bus, das Volkswagen-Bus. Ne? Und als ich aus dem Fenster geschaut habe, habe ich gesehen, Bremen 60 Kilometer. Ne? Ich musste aber Richtung München und Slowenien und Ljubljana, nach Sofia und nach Istanbul, ne? Um nach Indien zu kommen, nicht nach Bremen und Hamburg und Nord. Und der Freund von mir, der sagt, okay, wir ändern unsere Pläne, wir wollten echt nach Indien. Ne? Er wollte dahin, weil er hat meine Geschichten gehört, ne? In der Kneipe da, in dem Kaff, wo ich gelebt habe. Und I want to go to India with you. So, perfekt, let's go. Und äh, da in Bremen entscheidet er von, hey, wir ändern unser Plan, wir gehen nach Finnland. Ich, Finnland, okay, jetzt ist Juni, also prima, wir können nach Finnland. Ne? Aber ich sage, im Winter können wir da nicht sein, ne? Weil es ist arschkalt da oben. Ne? Weil da frieren wir uns Arsch. Ja, das kommt schon, wir gehen vor der Winter und dann gehen wir via Finnland nach Indien. Ich habe dann in meinem Portemonnaie geschaut und da war nicht so viel Geld rein. Also ich musste da auch irgendwie etwas machen, mit dem wir wieder so ein bisschen flüssig wurde. Und dann kommen wir da in Finnland und irgendwie da übernachten im Wald, easy going, schönes Wetter, Sommertime, ja, 25 bis 30 Grad, alles wunderbar und du bist da und komm an einen Platz, wo ich da eine Zeit mich aufgehalten habe, auf dem Land. Und abends, da hatten wir immer unsere Ruhephase, haben wir hingesessen und Teechen getrunken und dann hast du ab und zu war da so eine Glotze, so ein Fernseher und da hat man mal reingeguckt und dann gucke ich in den Fernseher und dann sehe ich der Typ, mit dem ich monatelang in Bussen und alle möglichen Mittel gesessen habe, da durch Iran und Pakistan. Ne? Und den sehe ich da tanzen in einem Waschpulverreklame im Fernseher. Ne? Und dann guckst du und ich sage, den kenne ich da. Und dann guckst du in dein Buchlein und dann findest du den Namen und eine Telefonnummer. Und ich habe gesagt, hey, den kenne ich. Ich gehe mal anrufen, weil ich war irgendwie 150 Kilometer nördlich von Helsinki, da irgendwo auf zo'n, warte mal, in zo'n Opi-Store war ich ja. Auf jeden Fall, ich rufe an und hi Michelle und so und bla 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 und where are you? Ja, eigentlich bin in Hauho, irgendwo bei Hämmenlinna, in dieser Gegend, da oben. Ja, was machst du denn da? Du musst hier hinkommen, nach Helsinki. Also ich sag, du, ich bin hier ein bisschen beschäftigt, aber am Samstag, na, ja, dann sieht man das Wochenende und dann kommen wir mal Hallo sagen da in Helsinki.
Ja, und das war das Ende von meiner alleinigen Inspiration. Weil ab dem Augenblick änderte sich auch mein Leben, weil wir haben so viel Spaß gehabt in die kurze Zeit, dass ich da war, haben wir uns da kennen oder wieder getroffen auf der Kaupatori, auf dem Marktplatz da in Helsinki, wo die Schiffe zwischen den Inseln vor der Küste von Finnland und Helsinki hin und her gehen. Ne? Und er kam gerade von der Insel, weil er da seine Erzählungen über Geschichte vom 18. Jahrhundert von diesem Gebiet da gemacht hat. Aber jetzt war er fertig, er war frei. Und dann sollten wir zu dem Platz von seinen Eltern, wo er, wie sagt man, aufgewachsen ist. Dann sind wir da nach Gumbustrand, nach Akanpesa und irgendwie mit einer ganzen Truppe von Leuten, Freunde, Freundinnen, haben wir Spaß gehabt und Sauna gemacht und Feuer gemacht und Essen gemacht und alles prima. Und das Erste, was die Io immer machte, wenn du Gäste in Akanpesa kamen, war mit ihnen den Berg hochzugehen. Er hat hinter dem Haus so einen Berg und das hat ein bisschen komische Formen da und das war alles noch irgendwie in der Zustand, so wie es da in den 70er Jahren war. Keine Ausgrabung und nichts da, also alles war noch tutti frutti und da zwischen den Felsen sind wir da auf den Berg geklettert und da haben wir ein bisschen Zeit gebracht und ein kleines Pfeifen geraucht. Und ich habe da irgendwie Inspiration gekriegt von den herumliegenden Steinen auf dem Berg. Und ich habe am höchsten Punkt vom Berg habe ich eine kleine Pyramide aus Steinen gebaut, so wie man das gesehen hat in Asien, oder? Wo die da Flaggen ranhangen oder weiß ich was für Zeug. Und einfach so, aus Jux, am höchsten Punkt vom Küpeliwurg, von diesem Berg, der jetzt irgendwie ein Leitmotiv unserer Geschichte ist geworden, den ich erst dann 10 Jahre später erfahren habe. Oder 9 Jahre später, als er anfing, über seine Familiengeschichte zu erzählen. Also ich habe ihn kennengelernt als Ior Svedlin, weil seine Mutter verheiratet war mit einem Svedlin, die ihn adoptiert hat in der Familie. Sodass er in seinen jüngeren Jahren immer als Svedlin, Ior Svedlin bekannt war, die irgendwie Geschichte erzählt über das 19. oder 18. Jahrhundert. Über eben, was in der Zeit passiert ist auf diesem Burg, auf den 7 Inseln, der Basis formt von dieser ganzen Mythologie, die da aus Finnland entstanden ist. Mit dem Mio konnte man gut reisen und er wollte auch wieder nach Indien. Und er hatte einen lustigen Job, dass er ab Mai im Frühjahr seine Gruppe über die Geschichte vom 18. Jahrhundert gemacht hat und er hat sie immer ausgetestet an die Schulkinder, die aus ganz Finnland von der verschiedenen Schule nach diesen 7 Inseln geschickt wurde, um da eine Stunde oder 1,5 Stunden irgendwie ein Programm anzuhören. Und dann hat er mir erzählt, dass wenn die Kinder es kapieren, dann kapieren die Eltern es auch, oder die älteren Leute. Also er hat immer an denen geübt und auf diese Art hat er Zehntausende von Schulkindern über diese 7 Inseln begleitet. Und er ist immer rückwärts gelaufen. Ja, er hat erzählt und er ist rückwärts über die Inseln gegangen. Und dadurch kam er im Guinness Book of World Record im rückwärts rumlaufen auf der Welt. Eigentlich ein witziges Unterteil. So. Ja, also der hat so viele Kilometer rückwärts gelaufen, dass er irgendwann Weltmeister wurde. Also hat das gemacht. Er hat über den Sommer diese Geschichten erzählt, aber er musste sie natürlich auch vorbereiten und er hat auf seine erste Reise nach Indien, was auch meine erste Reise nach Indien war, er war auch in Goa gelandet und irgendwie hat er mir da wahrgenommen an der Weihnachts-Neujahrsparty da irgendwie in Anjuna. Und das ist, warum er
er hat mich erkannt, als wir in Quetta waren, aber ich ihm nicht, weil ich war in einer anderen Konfiguration von Leuten an dem Strand, während diese Fete da lief in der Zeit, Winter 74, 75. Dann haben wir gesagt, komm, wir gehen wieder nach Indien, ne? Weil das hat uns beide angezogen und er hat gesagt, du, ich nehme Bücher mit und das ist ein wunderbarer Platz, um mein Programm vorzubereiten. Ich habe 6 Monate Zeit, wodurch ich durch all diese Papierkram gehen kann, die mich irgendwie unterstützen soll. Und damals habe ich noch nicht gewusst von seiner Familiengeschichte und alles Zeug, was er schon in die Birne hatte. Aber er brauchte diese Bücher, um irgendwie die Informationen zu vermitteln, wovon er wusste, dass sie nicht so leicht zu finden sind in den Büchern, aber du kannst sie immer finden, wenn du dir genügend Mühe gibst. Also er war einer, der gerne erzählen wollte über das Leben der Leute, also nicht die Kriegsgeschichte, sondern mehr die Kulturgeschichte. Und da hat er über die Jahre super gute Programm gemacht über das 18. Jahrhundert, über all das, was so speziell rund um diese 7 Inseln vor Helsinki stattfand. Ne? Auch natürlich über Finnland, aber diese Fortifikation, die da im 18. Jahrhundert gebaut ist, ist irgendwie der Basis geworden, um herauszufinden, was da in seiner Familie an Wissen nicht so direkt 100%ig anwesend war, aber er konnte das unterstützen mit dem Material, was in Geschichtebüchern anwesend ist. Und dann hat er da irgendwie gesagt, hey, wir fahren nach Indien, wenn du auch willst, ist schön, fahren wir zusammen und vielleicht geht noch ein Freund mit oder wer da irgendwie lustig ist und dann sind wir eine Gesellschaft und mieten da ein Haus und leben halt 6 Monate am Strand und dann kann ich im Sommer zurückkommen nach Finnland und ich präsentiere mein Programm und next year same story, same story, same story. Und da ist irgendwie so eine Art von Rhythmus entstanden, wo ich von vielen Jahren eigentlich das größte Teil auch irgendwie dabei war, um hin und her zwischen Finnland und Indien zu fahren, weil ich durfte sowieso nicht nach Holland wegen diesen Militärgeschichten und so. Na. Also fühlte ich mich frei, um da hin und her zu gehen und habe halt viel Zeit verbracht über den Sommer in Skandinavien und im Winter in Indien. Ja, bis 84 lief das irgendwie so. Und dann habe ich zwischendurch mal andere Gegenden der Welt angeschaut und bin dann irgendwie in 84, hatte ich Inspiration, ich hatte den Io 1,5, 2 Jahre nicht gesehen und gedacht, komm, ich fahre mal nach Goa, um zu gucken, ob er da ist. Und ich wusste, dass er da ist, weil er war immer da, jeden Winter. Und gehe da hin und dann ist er schon dort mit 2 Freunden und der Freundin. Und ich komme in dem Haus und alles wie üblich, also das geht einfach weiter, mein Leben mit Ios Berlin. Und dann gibt es eine Vollmondparty im Februar in Anjuna. Und wenn wir von dieser Vollmondparty, dieser Tanzerei in der Nacht zurückliefen nach unserem Dorf, nach unserem Haus in dem Dorf da, auf der Veranda, da erzählte er mir, ich muss dir was erzählen. Ich sagte, ja, ich bin nichts anderes gewohnt, weil er hat immer erzählt. Also erzähl, ja, ich muss dir was erzählen über ein Alphabet, was sie in unserer Familie bewahrt haben. Wunderbar. Was ist ein Alphabet? Also A, B, C, D, E, F, G, also klingt bekannt. Ja, aber es ist ein bisschen unterschiedlich mit dem Alphabet, was in meiner Geschichte, in meiner Familie bewahrt worden ist. Weil in meiner Familie, da hat jeder Klang in dem Alphabet eine Bedeutung. Ja, und dann ist bei mir irgendwie die Härchen hochgegangen, von, oh, das ist neu für mich. Ja, ich war selber unterwegs, Basisschullehrer zu werden und ja, die Kinder war es immer schwierig zu erklären, warum ein A ist, ein B ist, ein C, ein 1 ein 7 und ein 3 ein 3. Also wenn dann einer kommt und der sagt, du, da ist ein System dahinter, wo jeder Klang eine Bedeutung hat und es gibt die zupassende Symbolik davor, ja, dann will ich das gerne wissen. Das war auch, ja, das fand ich interessant. Ne?
Also fing eine Geschichte an mit I, A, B, C, D, E, F, G, also I, Asanas, Boris, Sierra, die Jägers, Blut. Ja, also diese ganze Ding, was da der Anfang hat. Ja, und das machte gleich irgendwelchen heftigen Eindruck auf ein paar von den Charakteren, die da waren. Also wir fanden es eigentlich alle super interessant, weil alle, die da waren, waren auch interessiert in Geschichte, also speziell 18. Jahrhundert, weil das bevor die Industrialisierung ist und das mehr geht über der Form von Leben, bevor die Industrialisierung. Ne? Und das hat mich fasziniert, weil das war etwas, das konntest du wahrnehmen überall in Asien, wo du rumgereist bist, weil die halt noch keine Industriegesellschaft hatten in der gleichen Stil wie in den Plätzen, wo wir herkamen. Ja. Also in 84 stoßen wir da auf Boxhaga, was wieder ein Dreh gibt an die ganze, ja, an der ganze Film, die du hast als gute Freunde der Vergangenheit, wo du ihn kennenlernst als Irsvedin, die über 18. Jahrhundert Geschichte erzählt, aber fängt auf einmal an zu reden über Mythologie aus Finnland von bevor der Eiszeit, basiert auf dem Konzept von Wörtern, die bestehen aus Klängen, wo die Klänge eine Bedeutung haben, die dann irgendwie eine logische Basis formen, warum die mythologischen Figuren die Namen haben, die sie haben. Weil in der Mythologie sind die mythologischen Figuren mit ihren Namen eigentlich Titel, die ihre Funktion ausdrückt. Und diese Funktion existiert von Generation auf Generation auf Generation, weil um Geschichte zu kriegen, brauchen wir Väter und Mutter, die Kinder machen. Also entsteht aus dieser Struktur von Vater und Mutter, die Kinder machen, mit dem die Geschichte entsteht, archetypische Figuren in mythologischer Form, die irgendwie ihre Funktion ausdrücken. Also es sind vererbbare Titel. Ja, also das ist warum Shiva, ja, der war schon immer da. Weil der Shiva kam von Generation auf Generation in Indien, so wie der Ukko und Akka in der finnischen Mythologie von Generation auf Generation ihre Funktion ausübten. Und so war es mit den ganzen Figuren in dem Pantheon aus dem finnischen heißt das, mythologischen Bereich, die du dann auch vergleichen konntest mit allen anderen Mythologien rund um der Welt. Ja, und da hat es mich richtig fasziniert. Da habe ich gemerkt von, oh wow, das ist etwas, da willst du mehr darüber wissen. Dann gab es aber ein Problem, er hat gesagt, meine Geschichte ist eine Geschichte, die dauert 20 Jahre. Also dann musst du 20 Jahre, musste ich von 7 bis 27 das anhören. Also ich kann nur wiederholen, was sie mir erzählt haben. Und dann habe ich gesagt, gut, ich habe keine Idee, was ich hier machen muss auf diesem Planeten. Oder? Ich suche schon seit 10 Jahren einen Job. Die Hauptsache für mich war die Geschichte und der kam vom guten Freund. Also gibt man ihm die Zeit, um zuzuhören. Und das hat sich dann halt so entwickelt über eine Periode von fast 27 Jahren, wo ich da zugehört habe auf diese Mythologie und versuche werde, mit Hilfe von den Freunden, dass mir denen größere Bekanntheit geben können, weil wir denken, dass sie wichtig ist, diese Geschichte. Sie löst das große schwarze Loch, womit wir alle leben. Das ist das große schwarze Loch der Geschichte, worüber wir nichts wissen. Die aber aus dieser Familiensaga von der Familie Bock irgendwie eine Tiefe bekommt. In meiner Auffassung eine ganz reelle Auffassung von wie diese Entwicklung vom Entstehen der Menschen und was sie alles angestellt haben auf diesem Planeten ganz auf natürliche Weise folgt. Oder Uga Buga. Einfach eine Erzählung über eine Organisation, eine Lebensform, die machte, dass wir einfach existieren konnten in Unmengen von Zeiten auf diesem Planeten, wo wir durch verschiedene Epochen gegangen sind, wo sich das Leben komplett verwandelt hat in verschiedene Perioden.
Und wir leben jetzt in dieser Periode, wo das Eis schmelzt. Lass uns hoffen, dass das Eis schmelzt. Ice time finish, nice time starting. Chagabomba.